So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Ja, ihr habt euch das gewünscht. Ich habe sofort, als dieses Video rausgekommen ist, dachte ich mir schon, boah, geil. Und dann habe ich innerhalb von einer Stunde mindestens 5 Nachrichten bekommen. Bitte reagier da drauf, mach mal dazu ein Video. Und ja, wir gucken uns heute Sex, Streit, Arztgespräche, wie oft Smart Speaker heimlich mithören von Steuerung F an. Und vorab muss ich einfach schon mal sagen, vielen, vielen Dank, Steuerung F, dass ihr dieses Thema anspricht. Ich habe das schon so oft erwähnt, ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Videos darüber gemacht. Es ist einfach sehr, sehr gefährlich, wenn man so ein Alexa-Dingens bei sich zu Hause rumstehen hat. Weil, und das ist tatsächlich schon so bewiesen worden, das ist auch in den News schon so drin gewesen, wir haben das Problem, unsere Spracherkennung ist nicht so gut, als dass wir das wirklich so machen können. Also Informatik ist schön und gut, aber wir können Spracherkennung noch nicht so geil, ja, dass wir jetzt hier perfekt alles erkennen würden. Und deswegen brauchen Firmen wie Amazon, wie Apple, und das ist tatsächlich auch schon so belegt worden, dass die das tun, die müssen einfach wirklich Leute dafür abstempeln, dass die eure Gespräche anhören und dann sagen können, was ihr da eigentlich gerade gemacht habt. Und das ist halt, naja, sagen wir so, ich möchte nicht, dass mir jemand dabei zuhört, wie ich gerade, keine Ahnung, am Fernseh gucken bin oder irgendwas von mich hin blabber oder sonst irgendwas. Außer jetzt natürlich dieses Reaction-Video, wo ich tatsächlich auch selber aufnehme, okay? Gut, aber lasst uns anfangen. Erstmal Headset auf und los geht's. Alexa, spionierst du mich aus? Nein. Hallo. Smart Speaker. Was kriegen Sie alles mit? Sex hat man gehört. Ich mache einen Selbstversuch mit meiner eigenen Alexa. Ich glaube, das ist eine Fehlaufzeichnung. Sie kriegt viel mehr mit, als ich denke. Was passiert mit diesen Aufnahmen? Wer hört mit? Und was kann man am Ende damit alles machen? Oh, oh, oh. Alexa? 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 Öffne, bringen, füge Salz hinzu. Okay, Salz ist auf deiner Liste. Spiel Billie Eilish. Songs von Billie Eilish werden von Spotify abgespielt. Ja, ich habe so ein Ding zu Hause. Eine Alexa von Amazon und ich benutze sie jeden Tag. Stell den Timer auf 60 Minuten. Wie viel Zeit ist noch auf dem Kuchentimer? Etwa 2 Minuten und 30 Sekunden verbleibend. Ist deine Frage damit beantwortet? Nein. Wohnzimmer an. Alexa, leiser. Uff. Dann let's go. Okay. Henning hinter der Kamera hat so eine Alexa noch nie gesehen. Da ist sie. Was wir damit vor allem machen, ist zum Beispiel kochen. Also das heißt, wenn ich irgendwie Nudeln im Topf habe, dann sage ich, stell den Timer auf 6 Minuten. Wenn ich Musik hören will. Damit sie helfen kann, muss sie mir natürlich zuhören. Das Mikro ist also immer an. Aber nur, wenn das Triggerwort Alexa gesagt wird, lädt sie meine Sprachaufnahmen auch hoch zu Amazon. Doch es gibt ein Problem. Alexa ist nicht perfekt. Sie versteht mich manchmal falsch, aktiviert sich auch bei anderen Wörtern, schneidet mit, obwohl sie es nicht soll. Diese Daten, die da zu Amazon gehen, ich weiß ja, dass Amazon irgendwas mit diesen Daten macht. Ich weiß nicht so genau, was die damit machen, aber ich weiß, die machen was damit. Alexa Das kann ich vielleicht ganz kurz beantworten. Und zwar machen die damit Machine Learning. Also, wie gesagt, unsere Spracherkennung ist einfach noch nicht so gut, als dass wir das auch wirklich machen können, was da eigentlich gefordert wird, also was eine Alexa zum Beispiel verspricht. Und wenn man mehr Daten hat, dann kann man auch besser trainieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von 1 Million Kunden auch nur jeweils 10 Minuten Samples habe, kann ich schon viel besseres Machine Learning machen, als wenn ich das nicht habe. Und eine Alexa ist quasi eine gratis Datenquelle. Das heißt, ich kann hier wirklich hergehen und sagen, hey, ich habe so viele Daten, wie ich möchte im Endeffekt. Dazu muss man an sich keine privaten Gespräche mithören, aber ja, wer soll unterscheiden, ob das jetzt ein privates Gespräch ist oder nicht? Also klar, natürlich solche einfachen Befehle wie Alexa, stell den Timer auf 10 Minuten oder sowas, das ist jetzt kein Problem. Aber wenn ich jetzt einfach irgendwie am Sprechen bin und ich habe zum Beispiel einen Kumpel dabei, der heißt Alex, ja, da habe ich natürlich direkt das Problem, Alexa triggert das sofort. Und man weiß auch nicht genau, was jetzt wirklich alles hochgeladen wird. Also dadurch, dass es ja alles proprietäre Software ist, also quasi Software, die nicht Open Source ist. Also nicht jeder kann gucken und überprüfen, was genau diese Software macht, sondern sie ist natürlich von Amazon. Die wollen sich ja ihr Modell nicht kaputt machen lassen.
Deswegen weiß man nicht, ob nicht tatsächlich sogar alles hochgeladen wird und sogar das Triggerwort Alexa auf dem Server ausgewertet wird. So, und wenn das Triggerwort auf dem Server ausgewertet wird, dann hätte man natürlich das Problem, im Endeffekt wird alles hochgeladen. Könnte man zwar überprüfen, indem man den Traffic analysiert über WLAN, oder ja, das Ding müsste über WLAN drin sein, aber hat natürlich das Problem, das machen eigentlich wenige Leute. Und ich werde mir so ein Ding sicher nicht holen, um das für euch zu überprüfen, vergesst es. Ja, natürlich wird damit nicht nur solches Machine Learning für Spracherkennung gemacht, sondern es werden auch Wörter ausgewertet, die man so häufiger mal sagt, und dadurch wird bessere Werbung geschalten. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt unterhalte über, I don't know, da steht eine Kaffeetasse, also wenn ich mich jetzt über Kaffeetassen mit jemandem unterhalte, dann bekomme ich natürlich danach Werbung für Kaffeetassen, weil vielleicht könnte ich eine neue brauchen, sozusagen meine Interessensanalyse. Je genauer euer Profil für Werbefirmen bekannt ist, desto besser kann euch Werbung vorgeschlagen werden. Und wenn sie bessere Werbung schalten können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr für eine Werbung wo draufklickt, natürlich auch höher. Also bei Facebook kann man das auch wirklich so einstellen, wenn ihr mal eine Werbeanzeige auf Facebook schaltet oder auf Instagram oder auf YouTube oder auf Twitter, das geht überall, ja. Dann kann man wirklich genau die Zielgruppe einstellen. Das heißt, ich kann einstellen, ich suche männlich zwischen 20 und 25 Jahren, weil das meine Zielgruppe ist, zum Beispiel auf meinem Hauptkanal. Nein, eigentlich ist meine Zielgruppe größer, aber jetzt so genau kann ich das einstellen, mit dem Interesse Bitcoin oder mit dem Interesse für irgendwelche spezielle Programmiersprache oder für das Interesse Computer generell. Ich kann das quasi so fein einstellen, wie ich das möchte. Ich kann sogar einstellen, wie genau ich das, oder dass ich mehrere Zielgruppen sozusagen zusammennehme. Also ich nehme die Männer zwischen 20 und 25, die sich für Bitcoin interessieren, und dann nehme ich noch Frauen zwischen 18 und 20, die sich für, I don't know, Babys interessieren. Ja? So genau kann ich das einstellen, wenn ich das möchte. Das ist natürlich ziemlich kritisch. Und dafür wird natürlich auch Machine Learning benutzt, um euch da in eine Kategorie reinzustecken. Und wenn diese Kategorie dann tatsächlich auch rausgefunden wurde, dann kann man euch bessere Werbung schalten. Macht also Fehler in der Spracherkennung. In welchem Ausmaß, das will ich herausfinden. Um das ein bisschen zu kontrollieren, haben wir hier so ein kleines Gerät. Dazu muss ich wissen, welche Daten Alexa grundsätzlich an Amazon übermittelt. In ich habe das unserem wirklich Netz gemacht. ist Oh, ein wie geil. Minicomputer. Darauf läuft Pi-hole, ein Werbeblocker. Er zeichnet auch auf, wann Alexa Kontakt zu Amazon aufnimmt. Hier, Also ein Raspberry Pi kann ich wirklich jedem empfehlen, der mal Bock hat, ein bisschen daran rum zu experimentieren. Ist nicht nur geil für ein Pi-hole, also ein Pi-hole basiert quasi auf einem Raspberry Pi. Das ist so eine Art Minicomputer, ja, da hinten im Schrank, der Schrank, den ihr da seht, da liegt auch einer drin. Wird allerdings aktuell leider nicht benutzt, weil ich eine faule Sau bin. Aber egal, wenn ihr einen Pi-hole habt, dann frisst der quasi, also dann geht der ganze Traffic von eurem, alles, was ihr übers Internet schickt quasi, geht auf euren Raspberry Pi und dort wird er gefressen sozusagen, wenn er Werbetraffic ist. Und der Rest geht weiter ungefiltert. Und das ist halt geil, weil ihr braucht quasi auch auf euren Endgeräten, also Telefon oder sowas, braucht ihr quasi keinen Werbeblocker mehr dann. Wobei ich auf der Seite natürlich auch gleich wieder sagen muss, es gibt Leute, die finanzieren sich über Werbung. Das heißt, wenn alle jetzt einen Werbeblocker verwenden, dann hat natürlich alles, was sich über Werbung finanziert, irgendwann das Problem, es muss eine Pay-Schranke aufbauen. Also sowas wie YouTube Premium ist dann quasi Voraussetzung dafür, dass ihr noch YouTube-Videos gucken könnt, wenn jetzt jeder zum Beispiel einen Pi-hole hätte. Weil, wenn jeder Werbeblocker hat, dann wo sollen unsere Einnahmen, also jetzt auch meine Einnahmen, YouTube und so, wo sollen die herkommen? Das ist halt das Problem. Raspberry Pi kann man noch für sehr viele andere Dinge verwenden. Schaut euch da gerne mal, ich weiß nicht, ich habe noch keine Playlist dazu gemacht, mache ich aber vielleicht noch auf dem Hauptkanal. Aber ja, Raspberry Pi ist ein mega geiles Multifunktionsgerät, weil es halt ein sehr, sehr kleiner PC ist. Also es ist wirklich ein vollwertiger Computer, auf dem läuft ein Linux drauf und da könnt ihr quasi alles drauf installieren, was ihr so wollt. Das ist ziemlich cool. Amazon, 4:35 Uhr, ja. Wird aber alles abgefangen. Hier. Ich will auf meine Daten aufpassen. Deshalb blockt Pi-hole alle unnötigen Übertragungen raus. Meine Sprachaufnahmen natürlich nicht. Jeder, der eine Alexa hat, kann sie sich in seinem Amazon-Account anhören. Da kann also jeder sehen, meine ganzen Sprachaufnahmen, da gucken wir gleich mal rein. Ich lösche meine Sprachaufnahmen normalerweise regelmäßig. Aber für meine Recherche lasse ich... Ist halt die Frage, inwiefern diese Sprachaufnahmen dann auch auf dem Server gelöscht werden. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Amazon macht an sich das meiste Geld nicht über den Marktplatz Amazon, sondern über AWS. AWS ist ein Cloud-Dienst. Also da liegen
Plattformen drauf, da liegen Webseiten drauf, da liegen wirklich große, hochperformante Webseiten drauf. Zum Beispiel Gwent, wenn jemand von euch zockt, das ist quasi das Witcher-Kartenspiel, ist ein Multiplayer-Kartenspiel, die laufen alle über die Amazon-Server. Das heißt, die haben nicht selber bei sich quasi Server rumstehen, sondern die mieten sich bei Amazon-Server und dort läuft das dann alles drüber. Und dadurch hat natürlich Amazon jetzt nicht irgendwie beschränkte Kapazitäten oder sowas, sondern die haben wirklich verdammt viele Server. Google und Amazon haben mit die größten und stärksten Server der ganzen Welt. Also ist jetzt nicht so, als könnten die nicht einfach die Sprachaufnahmen noch im Nachhinein sehr, sehr lange behalten. Alles speichern. Das ist bei Alexa übrigens die Standardeinstellung. Öffne, bringe, füge Sonnenblumenkerne hinzu. Ja, das war ich gestern beim Kochen, ja, hier. Ich musste natürlich auch meine Familie fragen, ob ich auch ihre Sprachschnipsel für meine Recherche verwenden darf. Für sie ist das okay. Ich habe jetzt hier also 6 Monate, ich sag mal, Familiendaten. Alexa, erzähl mir 5000 Witze. Alexa, spiel Hurra von Die Ärzte. Was sie so machen, wenn ich nicht da bin, ne? Alexa? Mehr als 2500 Audioschnipsel. Aufnahmen aus 6 Monaten. Weihnachten, die erste Phase der Corona-Zeit. Alexa hat ganz schön viel mitgeschnitten. Was ist denn das hier? Okay. Irgendwelche Gespräche. Ich glaube, das ist irgendeine Fehlaufzeichnung. Ich bin total überrascht. Normalerweise leuchtet ja dieser blaue Ring auf der Alexa, wenn die sozusagen Daten sendet. Die steht bei uns in so einer bisschen uneinsichtigen Ecke, sodass ich das natürlich nicht immer sehe. Und wenn ich die auch nicht anspreche, sondern irgendwo woanders bin, dann gucke ich ja auch nicht hin, ob die angeht. Das heißt, es gibt zwar diesen blauen Ring, der signalisiert, okay, jetzt sende ich was zu Amazon, aber wenn ich da nicht hingucke, dann sehe ich den natürlich auch nicht. Deswegen überrascht es mich halt, wie oft die anscheinend aus Versehen angeht. Alexa geht also an, wenn sie soll und auch wenn sie nicht soll und sammelt dabei jede Menge Daten über mich. Welches Bild kann man sich allein aufgrund dieser Audiodaten von mir machen? Ich möchte meine Sprachaufnahmen auswerten lassen. Und zwar von jemandem, der nichts über mein Privatleben weiß. Deshalb bringe ich sie zu meinem Kollegen, Marvin. Dankeschön. Das ist ja ganz schön, dass mal so Datenanalyseprojekte so eine persönliche Note bekommen. Also was man als ITler schon direkt damit machen kann, wenn ihr private Daten habt, dann könnt ihr mit denen zu viel machen. Also zum Beispiel, er könnte jetzt quasi ein Stimmprofil analysieren oder erstellen. Ihr könnt es auch mit meiner Stimme im Endeffekt machen, weil meine Stimme ist ja auch öffentlich. Und dadurch könnt ihr quasi mich Sätze sagen lassen, die ich so nie gesagt habe, wenn ihr eine vernünftige KI habt, also quasi Sprachsynthese sozusagen. Das funktioniert, das gibt es auch schon, ist allerdings natürlich ein bisschen eingeschränkt gut, sage ich jetzt mal. Also man erkennt schon noch, dass ich das nicht gesagt habe. Aber wir kommen an einen Punkt, da kann man wirklich dem, was man hört, nicht vertrauen, dass es wirklich diese Person gesagt hat. Das heißt, irgendwann kann es mal sein, dass ihr ein Video von mir seht zum Beispiel und es ist nicht meine Stimme. Also ich habe das so nicht gesagt und das kann tatsächlich sein. Und in dem Moment bitte ich euch, wirklich drüber nachzudenken, auf welchem Kanal das hochgeladen wurde. Wenn das nicht auf einem von meinen Kanälen war, dann schickt ihr mir das bitte, okay? Und das macht ihr am besten auch bei allen anderen. Also das ist grundsätzlich, Stimme ist schwierig und selbst Bild wird mittlerweile schwierig. Es gibt schon Software, die kann sowas. Also die ist dann tatsächlich in der Lage, Bilder und Stimme zu synthetisieren. Also quasi aus dem Nichts zu erzeugen anhand von einfach nur einem Bild. Also da braucht man nicht mal ein Video dafür, sondern es reicht ein Bild von euch plus ein paar Sprachschnipsel und man hat eure Ausdrucksweise, man hat alles. Also klar, mit Video hat man dann noch, wie derjenige wirklich gestikuliert, wie derjenige redet. Aber das geht natürlich bei einem Bild nicht. Aber ja, man kann da schon sehr, sehr viel machen. Gerade aus Machine Learning-Sicht. Aus der Privacy-Sicht kann man da auch noch andere Informationen rausziehen, wie zum Beispiel, was sind eure tägliche Routine? Das heißt, Angreifer könnten zum Beispiel wissen oder Einbrecher könnten zum Beispiel wissen, wann ihr zu Hause seid, weil ihr zum Beispiel immer um 18 Uhr kocht. Oder wann ihr was genau macht, wie euer Tagesablauf aussieht, was ihr so mögt, was ihr so nicht so mögt. Also klar, natürlich, euer Musikgeschmack ist quasi direkt da drin, ja, in diesen Amazon-Schnipseln. Auch relativ kritisch, das Ganze. Und ja, man kann dann noch ein paar mehr Sachen wahrscheinlich rausfinden, die ich jetzt hier nicht genannt habe. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Besser du als Amazon.
Was kann Marvin über mich herausfinden? Ui, in einer Woche soll ich wiederkommen. Der Einrichtungsmodus ist jetzt aktiviert. Ich will mir anschauen, wie leicht oder schwer Amazon es uns macht, unsere Daten bestmöglich zu schützen. Dazu richte ich sie jetzt neu ein, als ob ich sie gerade gekauft hätte. Und versuche es erneut. Ich dachte, jetzt kommt hier noch irgendwie sowas Datenschutzmäßiges, aber wenn man sich hier anmeldet für diese App, dann ist das alles erledigt. Also es gibt nicht nochmal extra eine Nachfrage? Nein, nichts. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Klar, wie üblich halt. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung. Ich mache jetzt das, was keiner macht. Ich lese das Kleingedruckte. Mir wird erklärt, Amazon benutzt meine Daten, um ein Profil von mir zu erstellen, damit ich personalisierte Werbung bekomme. Das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Das ist aber nur der eine Teil vom Deal. Der zweite Teil kommt hier. Also hinter der Alexa steckt ein, sage ich mal, Supercomputer. Der macht Spracherkennung, der muss trainiert werden. Wie funktioniert dieses Training? Das Supercomputer ist vielleicht so eine Sache, die stellt man sich vielleicht anders vor. Das ist eigentlich das, was ich gerade mit dem AWS gemeint habe. Es ist jetzt nicht ein Computer, der mega stark ist. Also ihr müsst euch das jetzt nicht irgendwie vorstellen wie, boah, das hat man noch nie gesehen, sondern es sind halt, klar, sehr, sehr leistungsfähige Computer, aber jetzt nichts, was, also klar, vielleicht auch was man als Privatperson sich nicht kaufen kann, ja, aber ihr müsst euch das eher so vorstellen, das ist nicht ein Computer, sondern das sind halt mehrere Computer, die irgendwie im Verbund miteinander agieren, so als wäre es quasi einer. Und da wird dann die Hardware so gemeinsam genutzt. Das ist ein bisschen was anderes wie ein Supercomputer. Außerdem, auch weil sie gerade fragt, wie dieses Training funktioniert, im Endeffekt ist es ein ganz normales Machine Learning Projekt. Also das heißt, man steckt vorne Daten rein, in der Mitte hat man einfach ein Netz und am Ende kommen Daten raus. So, ihr könnt euch das jetzt mal so vorstellen, ganz kurz, und lasst mich mal dazu meine Cam ein bisschen größer machen, weil ich glaube, das wäre hier sinnvoll. Okay, also wir haben auf der einen Seite Daten, lasst uns hier anfangen. Diese Seite, da gehen Daten rein. So, diese Daten sind im Fall von Alexa natürlich die Sprachdaten. Auf der anderen Seite kommen Informationen raus. Und was wir jetzt erwarten würde, wäre natürlich, dass in der Mitte dieses neuronale Netz, das wertet diese Information Sprache zu Text aus. Das ist eine Anwendung davon. Die andere Anwendung war natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass wir die Sprachdaten reingeben oder die Textdaten, nachdem wir diese Textdaten quasi raus haben, und diese Textdaten verwenden, um ein Profil zu erstellen. Und dann wird dieses Machine Learning Modell wieder trainiert. Das basiert auf Fehlern, das heißt, ihr werdet dort nicht einfach sagen, hey, das ist jetzt ein fertiger Algorithmus, ich schreibe den einmal und dann ist der durch, sondern es ist quasi wirklich ein lernendes System. Also ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Kleinkind wirklich. Das heißt, dort werden dann tatsächlich, wie bei einem kleinen Kind, wird ihm beigebracht, schau mal, das ist die Stimme von ihr jetzt hier. Oder das ist die Stimme von dieser Person. Und wenn man diese Dinge sagt, dann heißt das, man ist so ein Mensch. So, und klar, dafür braucht man erstmal Daten. Das nennt sich gelabelte Daten. Das bedeutet, ihr habt dann einfach diese Labels am Ende. Also ihr habt wirklich, wenn ihr Sprache verstehen wollt, das ist einfach das tollste Beispiel dafür, nehmen wir wieder diese Sprachdaten, die ihr hier reinsteckt, und am Ende kommt der Text raus. Dann braucht ihr erstmal wirklich viele Schnipsel von Sprachdaten und übersetzten Text. Das heißt, dieser Text muss von einem Menschen geschrieben werden. Erstmal. Und wenn ihr dann sehr, sehr viel von diesen Daten habt, dann könnt ihr Machine Learning machen. Und dann habt ihr ein Modell, was gut oder nicht so gut ist. Da gibt es, ist quasi ein bisschen, je nachdem wie viele Daten, je nachdem wie gut euer Modell ist und so weiter und so fort. Aber je nachdem kann es dann natürlich sein, dass das Modell noch Fehler macht, wie man hier jetzt auch gerade in dem Video gesehen hat. Und dafür werden jetzt diese Daten hier benutzt und die müssen natürlich auch am Ende erstmal als Text geschrieben werden und dann muss darauf wieder dieser Fehler berechnet werden und dann kann das Modell weiter trainiert werden. Das ist so ein never-ending Process. Man wird niemals 100% oder zumindest höchstwahrscheinlich niemals 100% erreichen an Genauigkeit, weil zum Beispiel, wenn wir Menschen miteinander reden, dann verstehen die auch nicht jedes Wort. Und im Endeffekt, solche Machine Learning-Projekte, also solche neuronalen Netze, funktionieren wirklich auf Machine Learning wie bei einem Menschen auch. Also das heißt, im Endeffekt muss man ein Gehirn trainieren wie bei uns Menschen. Und wenn wir nicht alles verstehen, können wir auch nicht erwarten, dass eine KI sowas versteht. Die KI versteht mehr als wir dann wahrscheinlich am Ende sogar, weil wir eine relativ hohe Fehlerquote eigentlich haben.
Und gerade bei Bildern ist es ziemlich krass, wenn ihr an selbstfahrende Autos oder sowas denkt, wenn die wirklich, also die sehen ja zum Beispiel Verkehrsschilder. Und diese Verkehrsschilder müssen erstmal wirklich von Hand da eingepflegt werden. Das ist ein 70er-Schild, das ist ein 80er-Schild, das ist ein 100er-Schild und so weiter und so fort. Und ja, am Ende trainiert das Modell das und dann gibt es immer noch Fehler. Und diese Fehler, die kann man sich meistens nicht so gut erklären. Aber wenn man dann als Mensch drauf guckt, sieht man, dass man da selber keine Chance hat. Das sind dann solche richtig verpixelten 80er-Schilder oder richtig so schmierige mit einem Baum vorne dran, dass man das halbe Schild nicht sehen kann. Und dann sagt die KI, ey, sorry, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. So, das ist quasi Machine Learning. Das ist das große Problem dabei auch. So, jetzt machen wir mal die Cam hier wieder kleiner. Oh, das war nicht der Sinn davon. Jetzt können wir weiter gucken. Okay. Dieses Training basiert zum Teil auf beaufsichtigtem maschinellen Lernen, einem branchentypischen Prozess, bei dem Menschen einen sehr kleinen Teil von Anfragen überprüfen, um Alexa zu helfen. Ganz konkret, meine Sprachaufnahmen aus meinem Wohnzimmer gehen zu einer dritten Person. Alexa, müssen Sie. Ja. Spionierst du mich aus? Nein, ich spioniere dich nicht aus. Geht das wirklich? Ich respektiere deine Privatsphäre. Geil! Was Alexa mir nicht verraten will, haben JournalistInnen des Magazins Bloomberg im vergangenen Jahr herausgefunden. Die Tech-Konzerne im Silicon Valley beschäftigen Menschen damit, die intimen Sprachaufnahmen abzutippen und zu korrigieren. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Smart Speaker aus Versehen mitgeschnitten haben. Ich will mit diesen Menschen sprechen. Und gerade wenn diese Smart Speaker aus Versehen mitschneiden, dann weiß man ja schon direkt, dass das einfach eine Fehlaufnahme war. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Hey Alex schreiben würde und dann sage ich zum Beispiel noch, wie geht's dir, was machst du heute so? So, und Alexa denkt jetzt, okay, ich bin gemeint, dann weiß Amazon direkt, okay, ich war nicht gemeint, ja. Weil offensichtlich Falschaufnahme. Und dann ist es natürlich gerade umso interessanter zu analysieren, was da falsch gelaufen ist. Also gerade für Machine Learning kann ich absolut verstehen, dass man diese Daten haben möchte. Weil das sind gerade die Daten, wo das Machine Learning Modell fehlschlägt sozusagen. Aber ist halt auch gerade da, wo es am kritischsten ist, dass es Privatsphäre geschützt wird und so. Ich habe mir echt die Finger wund gesucht nach Leuten, die dort halt mal gearbeitet haben. Nicht nur Amazon beschäftigt solche Mithörer. Auch Apple trainiert Siri damit. Also hier. Hey Siri. Hallo. Ja, jetzt geht's an. Ich bekomme Kontakt zu... Ist wie gesagt tatsächlich auch schon in den Medien gewesen, dass sowohl Alexa als auch Siri, und von Apple hält man ja relativ viel, was Datenschutz angeht, für Siri war das auch der Fall. Die haben auch wirklich Mitarbeiter, die da zuhören. Und wahrscheinlich wird es bei Google auch nicht anders laufen. Einer Person, die für Apple transkribiert hat. Schreibt sie gerade, hi Svea, ich werde gerade ein bisschen nervös. Ich will nur noch mal sicher gehen. Ich habe eine NDA unterzeichnet, das ist ein Non-Disclosure Agreement, wo man sich eben wirklich unterschreibt, dass man auch nach dem Austreten aus der Firma halt verspricht, Stillschweigen zu wahren, weil man sonst... Kurz zu der NDA, das hört sich jetzt vielleicht krass an, das ist aber nichts Ungewöhnliches. Also normalerweise muss man immer, wenn man in der IT in so einem Bereich arbeitet, eine NDA unterschreiben, also Non-Disclosure Agreement. Das heißt, man ist dann einfach dazu verpflichtet, wirklich nach dem Austreten von diesem Unternehmen, also wenn jetzt sie quasi bei Apple zugehört hat, dann ist sie verpflichtet, die Daten, die sie dort bekommen hat, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, hi Alex, wie geht's dir, was machst du da drüben in der Piepstraße 25, ja, solche privaten Daten oder auch irgendwelche, keine Ahnung, wenn die zum Beispiel beim Sex zuhört oder sowas, solche Sachen darf sie natürlich nicht weitergeben. Und wenn sie aus einem Unternehmen rausgeht, also quasi nicht mehr Mitarbeiterin ist, dann ist sie eigentlich rechtlich frei zu sagen, was sie möchte. Und diese NDA stellt eben sicher, dass sie solche Daten nicht weiter nach draußen bringt. Also das ist ganz klar, dass sie solche NDAs unterschreiben muss. Ist auch, wenn man IT-Security macht, übrigens absolut normal, dass man so eine NDA unterschreibt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein System penteste zum Beispiel, dann darf ich natürlich nicht einfach nach einer Woche oder sowas rausgehen an die Öffentlichkeit und sagen, hey, schaut mal hier, so kommt ihr bei, I don't know, Google ins System rein. Ja, also ich penteste nicht für Google, aber nur als Beispiel. Das geht natürlich nicht. Deswegen ist es normal, dass man solche NDAs unterschreibt. Das ist jetzt nichts besonders Krasses. Auch rechtlich angegangen werden kann. Und das ist auch der Grund, warum sie halt sagt, wirklich nur 100% anonym oder halt gar nicht. Die Sprachaufnahmen werden an die Transkriptoren geschickt.
Sie prüfen das Skript und korrigieren, wenn Alexa, Siri und Co. etwas falsch verstanden haben. Nur so lernt die Software. Es gibt Büros auf der ganzen Welt. Amazon schreibt, sie würden nur 1% unserer Sprachaufnahmen an die Transkriptoren weiterleiten. Apple spricht von nur 0,2%. Ganz kurz mal rechnen, ne? Sie hat gesagt, sie hat in den letzten 6 Monaten, meine ich, 2.500 Sprachnachrichten gehabt. Bei 1%, die Amazon da analysiert, sind das immer noch 25 Sprachaufnahmen, die dann einfach an ein Unternehmen weitergeleitet werden, die dann wirklich von Hand ausgewertet werden, also denen wirklich jemand zuhört. Und wie gesagt, vor allem die auch Fehlschläge haben. Also die man gerade nicht analysiert haben möchte. Klingt natürlich total wenig. Aber im Fall von Apple zum Beispiel stecken jährlich schätzungsweise 360 Millionen Sprachaufnahmen dahinter. Und darunter sind natürlich auch die eigentlich gar keine Sprachbefehle waren. Ich kann die ehemalige Transkriptorin überzeugen, mit mir zu sprechen. Sie war also eine von denen, bei der unsere Sprachaufnahmen ankommen. Zur Anonymisierung benutzen wir einen Avatar. Dir war es ja, oder dir ist es ja total wichtig, deine Anonymität zu wahren. Warum? Was musstest du unterschreiben? Es durfte niemand aus einem anderen Projekt wissen, was man gemacht hat. Es durfte niemand aus der Familie wissen, was man gemacht hat. Meine Freunde durften das nicht wissen. Selbst wenn man mit Kollegen zum Mittagessen gegangen ist, war es schon so, bloß nicht zu laut drüber reden. Was ich persönlich gehört habe, waren zum Beispiel so Gesprächsfetzen mit Ärzten oder wo jemand, ich nehme an, mit dem Chef geredet hat in einem Meeting. Manchmal hört es sich an, wie wenn sich jemand streitet im Hintergrund. Sex hat man gehört. Warum hast du Sex gehört? Das tut man doch nicht in sein Telefon reinplappern. Die Mikros von denen sind super gut. Die triggern ja auch, wenn ihr extrem weit davon entfernt seid. Das heißt, wieder das Beispiel Alex, okay? Wenn jetzt euer Sexualpartner Alex heißt, kommt das halt einfach mal vor. Die Leute haben das vielleicht daneben liegen. Es hört sich dann an wie der Trigger, also das Triggerwort. Es nimmt sie dann halt auf und denkt, da ist irgendwas. Ja, und dann gab es natürlich noch die SMS. Die SMS, die waren auch spannend. SMS? Wenn dann wirklich Leute erzählt haben, du wusstest halt, die Stimme, die ich da jetzt höre, der betrügt seine Frau. Wie war das für dich? Muss ja auch voll schlimm sein. Überlegt euch das mal, wenn ihr da wirklich zuhört, wie jemand entweder seine Frau betrügt oder vielleicht sogar ein Verbrechen begeht. Ich meine, ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass jemand, der sowas gemacht hat wie sie jetzt, also quasi zugehört hat bei solchen Sprachnachrichten, dass sie wirklich Zeugen von Verbrechen wurden, aber nichts machen durften wegen der NDA. Ich meine, ich habe da irgendwann mal was dazu gelesen. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest. Also quasi, die haben ein Verbrechen gehört, die haben da quasi live zugehört dabei und durften nichts machen, weil sie die Privatsphäre schützen mussten von den Leuten. Also sowas ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Es war halt ein Job. Ich schreibe Apple. Wie steht der US-Konzern dazu, dass auch solche Sprachaufnahmen ausgewertet werden? Oh, geile Kamera. Apple verweist auf ein altes Statement von August 2019. Man hätte Siri bereits verbessert. Nutzer könnten jetzt von Anfang an per Opt-in zustimmen, ob sie Sprachaufnahmen zu Apple schicken wollen. Zu Beginn meiner Recherche... Das ist eigentlich ganz geil. Wenn man ein Opt-in hat, muss man wirklich zustimmen, dass diese Sprachdaten auch wirklich abgeschickt werden. Wenn man ein Opt-out hat, dann muss man quasi sagen, hey, ich will das nicht. Also Opt-in ist eigentlich da immer die geilere Variante dafür. Wollte ich auch wissen, wie oft Siri, Alexa und Co. aus Versehen angehen. Es gibt jetzt, das weiß ich, gerade eine Studie, die läuft. Da lassen Forscher seit ein paar Monaten schon Fernsehserien laufen und haben die ganze Zeit Alexa und Siri und so an. Es gab auch mal einen relativ gemeinen Exploit, den tatsächlich eine Werbefirma ausgenutzt hat. Und zwar, das war noch relativ, ich glaube, das war relativ kurz nachdem Alexa rausgekommen ist. In dieser Werbung haben sie einfach dann gesagt, Alexa, bestelle Kinderwagen XY. Und Alexa ist tatsächlich
immer angegangen und die haben halt innerhalb von einem Tag haben die so viele Kinderwägen verkauft an Leute, die niemals einen Kinderwagen bräuchten. Das war super geil. Aber natürlich, also völlig falsch, sowas in der Werbung zu machen, aber es war schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Natürlich sind die Kinderwägen alle wieder zurückgegangen und die Werbung wurde auch gestoppt, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber sowas geht halt tatsächlich auch damit. Und ich hatte es zum Beispiel auch schon mal, bevor ich meine Spracherkennung auf meinem Handy ausgemacht habe, habe ich Hand of Blood geguckt und der hat irgendwie gesagt, okay, gut oder sowas. Und dann ist direkt meine Spracherkennung angegangen und hat dann mitgeschnitten, was er da gesagt hat. Das war wirklich, wirklich nervig. Ich habe sie mittlerweile ausgestellt, zum Glück. Aber ja, falls ihr noch die Spracherkennung bei eurem Handy anhabt, macht sie mal aus. Ich darf mir den Versuchsaufbau anschauen. Im Labor treffe ich die WissenschaftlerInnen. Lea Schönherr und Maximilian Goller. Sie haben sich schon vor einem Jahr die Frage gestellt, wie oft gehen Smart Speaker aus Versehen an? Darunter Apples HomePod, Alexa oder der Smart Speaker von Google. Entschuldige, es gibt ein größeres technisches Problem. Also ihr habt die mit Serien beschossen und mit Nachrichtensendungen. Und was wolltet ihr denn damit? Wenn man sich jetzt vorstellt, man guckt irgendwie Serien in seinem Wohnzimmer und hat da auch seine Alexa drinstehen. Und wir wollten einfach wissen, wie häufig passiert das im Durchschnitt, dass die tatsächlich triggern. Die Serien lief. Darf man das? Also dürfen die das wirklich, dass sie da sagen, sie wollen die quasi so absichtlich triggern? Weil im Endeffekt ist es ja so eine Art Denial-of-Service-Angriff gegenüber Facebook und nicht gegenüber Facebook, gegen Amazon und gegen Apple im Endeffekt. Weil, ja, im Endeffekt müssen die ja dann auch von Mitarbeitern gehört werden. Die produzieren ja Daten ohne Ende. Ich weiß, wahrscheinlich darf man es, aber ich finde es faszinierend, muss ich sagen. Aber es ist ja eigentlich auch für Amazon, also die werden nichts dagegen tun, weil es ist ja im Endeffekt für Amazon auch wichtig zu wissen, wann darf ich angehen, wann darf ich nicht angehen. Also ganz viele Audioschnipsel, auf die die Smart Speaker aus Versehen reagieren könnten. Hier sind 11 Smart Speaker verkabelt. Wenn ein Smart Speaker eine Aufzeichnung beginnt, werden die falschen Triggerworte sofort erfasst. Eine Kamera überwacht das Setup. Das ist die Kamera. Kann ich mir das vorstellen? Tag und Nacht, 24 Stunden. Genau, die brauchen ja keine Pause. Ab und zu haben wir sie doch noch mal neu gestartet, um sicher zu gehen, dass wirklich alles reibungslos abläuft. Und dann haben wir einfach geiles Setup. Stundenlang Audio abgespielt. Stranger Things, Modern Family, Big Bang Theory, Tatort. Ist doch gerade der Soundtrack von Stranger Things gewesen. Ich habe gerade schon gedacht, hä? Die Dialoge in den Serien sind sozusagen Ersatz für echte Gespräche. Aber sei vorsichtig, okay? Ich will dich nicht nochmal verlieren. Bei Aber sei vorsichtig springt das Gerät unabsichtlich an. Genauso beim Tatort. So froh, wenn das alles vorbei ist. Ich auch, Hajo. Die WissenschaftlerInnen. Ich auch, Hajo. Ich auch, Hajo. Alexa, auch, Hajo. Das ist völlig unterschiedlich. Was ist denn da los? Also, im Endeffekt geht es ja darum, welche Laute machen wir quasi mit unserem Mund. Also, ihr könnt das auch mal gerne nachmachen. Ich ist I und dann K. Also, das ist dieser Zischlaut. A, U, Ch. Also, wieder so ein Zischlaut oder ein Frikallaut. Frikativ heißt das, glaube ich, offiziell. Und dann Ha-Jo. Also, Alexa ist halt völlig anders. Dieses L dazwischen ist nicht mal irgendwie in der Nähe von gleich. Das wundert mich ein bisschen. Also, klar. Aber war eigentlich Smart Speakern mehr als 180 Stunden Serien und Nachrichten vorgespielt. Wir waren überrascht, ich kann es mal aufmachen, es ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste. Also wir haben damit schon im Juli letzten Jahres angefangen und wir haben 12 Tage auf Englisch abgespielt, Fernsehserien und Nachrichten und hatten so 300 Trigger ungefähr gefunden. Wow. Und im Deutschen haben wir 181 Stunden, das sind so circa 8 Tage abgespielt und hatten 272 Accidental Trigger gefunden. Was man natürlich auch bedenken muss, das ist auch gut, dass die das hier gerade ansprechen. Es ist nicht bei jeder Sprache gleich. Das heißt, wenn jetzt auf Deutsch, also wenn jetzt die Leute quasi auf Deutsch trainieren, also das Sprachmodul wieder, diese KI trainieren mit deutscher Sprache, dann hat man da völlig komplett anderes alles, ja, wie wenn man Englisch macht. Deswegen ist es auch so unfassbar schwer, Spracherkennung zu machen. Weil im Englischen gibt es Laute, wie zum Beispiel dieses TH, also dieses though, ja, die gibt es einfach im Deutschen so nicht. Und solche Laute gibt es in eigentlich jeder Sprache. Also wir haben zum Beispiel Ü,
Wobei die gibt es teilweise noch in anderen Sprachen, aber wir haben zum Beispiel dieses TH nicht. Dafür gibt es bei uns dieses CH, was relativ häufig ist, das gibt es in vielen anderen Sprachen quasi gar nicht. Und Französisch ist sowieso nochmal ein eigenes Thema. Also deswegen, jede Sprache muss quasi für sich selbst trainiert werden. Und das ist halt ein Riesenproblem. Außerdem habt ihr ja nicht nur von Sprache zu Text, sondern ihr müsst diesen Text auch noch verstehen. Also was will der da eigentlich gerade von mir? Möchte der einen Timer auf 60 Sekunden haben oder möchte der einen Kinderwagen bestellen? So, das ist halt auch nochmal dazu. Und das sind halt mehrere Machine Learning Models, die sequenziell hintereinander ausgeführt werden. Und das ist halt super, super schwer, das überhaupt zu trainieren. Also da verstehe ich, dass man da sehr viele Daten braucht. Und ja, deswegen wird es auch immer Accidental Triggers geben wahrscheinlich. Zum Beispiel bei Wörtern und Ausdrücken wie heute Nacht, im Norden oder am Mittwoch. Weil hinter den Smart Speakern eine künstliche Intelligenz steckt, können sich die falschen Triggerworte ständig verändern. Wenn man eine große Zeit zwischen dem, was wir gemessen haben und dem Wiederholungen vergangen ist, zum Beispiel ein halbes Jahr, dann haben wir schon festgestellt, dass die verschwinden über die Zeit. Also das Klar, sorry, wenn ich hier schon wieder unterbreche. Ich weiß, ihr seid deswegen da, keine Sorge. Aber im Endeffekt ist ja genau das Problem, also dass man diese künstliche Intelligenz, die will ja weiter trainiert werden. Das heißt, die ganzen Daten, die Amazon dann nochmal zusätzlich anguckt und diese 1% Auswertung, die da reinkommen, die führen natürlich wieder zu mehr Trainingsdaten, wie schon gesagt, und die trainieren dann das Modell quasi ständig neu. Es gibt auch sowas wie aktives Lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob Amazon wirklich aktives Lernen macht, aber das ist auch eine Option, dass quasi die KI fertig trainiert ist erstmal, aber natürlich mit einer hohen Fehlerquote. Also sagen wir mal 90% Fehlerrate, das heißt 10% werden falsch erkannt. Und bei diesen 10%, wo sich die KI unsicher ist, ja, also normalerweise gibt eine KI nicht wirklich Hallo Welt in Text Hallo Welt aus, sondern sie sagt dann, okay, die Wahrscheinlichkeit für Hallo Welt ist 75%. Die Wahrscheinlichkeit für Hallo Albert ist 12% zum Beispiel, okay? Und wenn jetzt da so ein Textschnipsel reinkommt, das nicht dieselbe, also nicht gleich wahrscheinlich ist oder ungefähr gleich wahrscheinlich ist, also für mehrere Sachen, das heißt, wo sich die KI wirklich unsicher ist, zum Beispiel 10% Hallo Welt, 10% Hallo Albert, 10% Hallo Steuerung F und so weiter und so fort, dann hat die KI natürlich keine Ahnung, was sie davon nehmen soll. Also wenn es halt bei allem relativ niedrige Konfidenzen gibt, also quasi niedrige Wahrscheinlichkeiten, dass das auch wirklich so ist. Und bei aktivem Lernen wird es dann so ein Schnipsel, wo sich die KI unsicher ist, wird direkt einem Menschen gegeben zum Beobachten. Das heißt, im Falle von Alexa jetzt wieder, wenn da jetzt wieder dieses Hallo-Welt-Schnipsel ist und auf der anderen Seite ist sich die KI unsicher, was da rauskommt, dann wird dieses Audiostück direkt einem Mitarbeiter vorgespielt und der muss dann eintippen, was das eigentlich ist und dann wird es weiterverarbeitet. Das ist aktives Lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Amazon oder Siri oder Apple oder wie auch immer, ob die das auch wirklich alle benutzen, aber es ist zumindest möglich und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass da aktives Lernen zum Einsatz kommt. Es ist eigentlich die beste Art von Training für Machine Learning Projekte überhaupt, weil ihr natürlich dann genau die, wo sich die KI unsicher ist, nochmal korrigieren könnt und nochmal verbessern könnt. Also ihr habt dann wirklich die Chance, nicht euren Trainingsdatensatz zu erweitern, sondern wirklich an genau den Punkten, wo sich die KI noch nicht ganz so sicher ist, da nochmal einen draufzusetzen und sagen, so, jetzt minimiere ich die Fehlerrate, richtig geil. Deswegen ist es natürlich sehr attraktiv und ich meine, für Amazon ist es kein Problem, da für ein paar Mitarbeiter abzustellen. Tun sie ja jetzt auch schon. Das System wird kontinuierlich verbessert. Und Trainingsdaten wahrscheinlich. Die sind wie so Meerschweinchen. Ja. Die künstliche Intelligenz der Smart Speaker lernt also dazu. Sie lernt aber nur dadurch, dass wir unsere Privatsphäre aufgeben. Und zwar auch dann, wenn wir das nicht unbedingt wollen. Wie anonym kann das noch sein? Ich treffe eine weitere Transkriptorin. Sie hat für Amazons Alexa gearbeitet, also auch Sprachaufnahmen korrigiert. Ich habe zum Beispiel eine Situation gehört, wo meine Mutter irgendwas erzählt, ja, am Herd oder so. Nichts Schlimmes, aber es war doch so irgendwie, wo ich dann dachte, also das hätte jetzt Alexa eigentlich nicht hören müssen. So. Wie war das für dich, sowas zu hören? Ich habe mich irgendwann unwohl gefühlt, weil man so viel mitbekommen hat. Und für mich war auch immer ein kritischer Punkt die Kinderstimmen. Man hört so viel, man kriegt so viel mit.
Und ich habe mich unwohl gefühlt zu sehen, wie viel dieses Gerät einfach aufnimmt. Was ich mich auch gefragt habe, ist sozusagen, ob man die Person hätte identifizieren können, also anhand dieser Sprachschnipsel. Je nachdem, ja. Ja, aber nur, wenn sie ihren Namen gesagt hat oder bestimmte Daten direkt reingesprochen hat. Hattet ihr sonst noch Daten? Also hattet ihr andere Daten? Ich weiß nicht, irgendwelche Gerätenummern, Identifikationsnummern oder so? Nie. Wir hatten nichts, was einen direkten Schluss auf die Identität des Nutzers hätte geben können. Klar, man hat gehört, ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Mann? Oder ein Kind. Das heißt, Amazon bekommt durch diese Sprachassistenten halt auch ein klareres Bild von den Personen. Ne? Ja, dadurch ja auch, dass man sich mit Alexa mit dem Amazon Prime-Konto verbinden kann. Was natürlich noch dazu kommt, Amazon weiß dann natürlich sofort, ob ihr Familie habt, ob ihr alleine wohnt, ob ihr vielleicht, wie eure sexuelle Orientierung ist, also wenn ihr quasi homosexuell zum Beispiel seid und ihr wohnt mit eurem Lebenspartner zusammen, dann weiß es natürlich Amazon sofort, weil natürlich 2 Leute diese Alexa benutzen. Und wenn ihr dann Kinder adoptiert, weiß auch Amazon als allererstes davon. Also, ja, muss sich halt jeder selber drüber im Klaren sein, ob er das möchte. Würdest du dir eine Alexa ins Haus stellen? Nee, auf keinen Fall. Es ist eine interessante Technik, die wird uns in Zukunft weiterhin begleiten. Aber für mich persönlich ist die Technik noch nicht ausgereift genug. Ja. Hier in Aachen hat die Transkriptorin damals gearbeitet. Hier ist die künstliche Intelligenz der deutschsprachigen Alexa trainiert worden. Ich frage bei Amazon an. Ein Interview bekomme ich nicht. Schriftlich heißt es, es käme nur in seltenen Fällen zu unabsichtlichen Aktivierungen und ja, gut. Die Kunden könnten ja der Sprachaufzeichnung widersprechen. Selten ist ja eigentlich relativ, ne? Also es ist ja schon selten bei, wie viele Wörter kennt die deutsche Sprache, dann 2500 Triggerwörter zu finden, ist ja schon mehr oder weniger selten. Was mir bei Google zum Beispiel aufgefallen ist, das reagiert leider immer bei okay gut und das ist natürlich super nervig, weil ich das auch häufiger mal während Videos gesagt habe und dann ist plötzlich das Ding eingegangen, war ziemlich nervig. Wie gesagt, ausstellen ist die beste Lösung hier. Was ich halt vor allem in diesem Bezug schwierig finde, also ich meine, klar, jeder hat so seine Wahl zu sagen, hey, ich möchte eine Alexa oder ich möchte keine, aber wo wir zum Beispiel keine Wahl mehr haben, ist dann, wenn plötzlich in unserem Fernseher einfach eine Alexa eingebaut wird oder in unserem Handy eine Siri drin ist oder eine ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Aber sowas ist natürlich dann einfach direkt da und da können wir nicht wirklich widersprechen, weil wir wollen zum Beispiel nicht auf ein Handy verzichten oder viele können zum Beispiel auch nicht auf Windows verzichten und dort ist eine Cortana dann direkt drin. Gut, ich glaube, das hat sich jetzt geändert, aber ihr wisst, was ich meine. Teilweise hat man nicht so wirklich mehr die Möglichkeit, Nein zu sagen und das ist der Punkt, der mich wirklich stört. Trotz strenger Datenschutzrichtlinien in Europa. Die Konzerne können das machen. Amazon sitzt in Luxemburg, Apple in Irland. Die Datenschützer dieser Länder lassen das zu. Google sitzt in Deutschland. Hier hat der deutsche Datenschützer dem Konzern mit einem Verfahren gedroht. Google hat das Auswerten deswegen vorerst gestoppt. Ich wollte ja wissen, was die Daten von 6 Monaten über mich preisgeben, von meinem Kollegen Marvin. Wo ich auch gespannt bin, ist, wie das für mich ist, wenn jemand Fremdes, wie jetzt Marvin, mir dann so mein Leben erklärt. Das ist so das, wo ich mal so ein bisschen gespannt bin, wie mir das dann unangenehm ist. Marvin kennt mich nicht privat. Und er hat keine Alexa zu Hause, er hat nur meine Sprachaufnahmen, so wie Amazon. Marvin, dann, wer bin ich? Was hast du rausgefunden? Ich dachte mal, wir fangen mal vielleicht mit einem kleinen Spiel an. Habt euch das vorab nicht den besten Illustrator geholt? Zwar dachte ich, steigen wir mal so mit dem ein, was auf den ersten Blick ersichtlich war. So wohnswer, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Also es scheint hier irgendwie 2 Nachttischlampen zu geben. Ihr scheint so euer ganzes Haus einfach krass verkabelt zu haben. Und so ein paar Dinge habe ich nicht gefunden, und zwar die blaue Lampe. Ich muss halt echt sagen, ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Aber ihr lauft, glaube ich, echt so richtig durch die Wohnung und sagt dann Wohnzimmer an oder sowas, ne? Und dann gehen wahrscheinlich auch mehrere Lampen an, die sind dann so zusammengeschaltet, ne? Ja. Gerade zu diesem Wohnzimmer und Lampe an, okay? Schaut euch
bitte mein Video zu IoT an und zur IoT-Sicherheit. Wenn ihr gerade dabei seid, abonniert den Kanal, da kommen noch weitere Videos in dem ganzen Zusammenhang. Aber schaut euch bitte das Video zu IoT-Sicherheit an. Es ist richtig, richtig schlimm, was da momentan passiert, okay? Es gibt einen Exploit für die TCP/IP-Library, ich sag's hier gerne nochmal, von IoT-Geräten. Das heißt, jeder hat potenziell die Möglichkeit, bei euch in euer Smart Home einzudringen und dort alles zu machen. Also von mir aus auch eure Geräte für illegale Aktivitäten im Internet zu verwenden, Denial-of-Service-Angriffe und so weiter und so fort. Alles gar kein Problem. Und auch gerade für diese Smart Home Glühbirnen, ja. Philips hat vor einer kurzen Zeit einen Exploit gehabt, oder die Glühbirnen von Philips, über die man auf das gesamte Netzwerk kommen konnte. Das heißt, diese Glühbirnen waren angreifbar. Jemand ist von draußen auf diese Glühbirne gekommen und ist dann mit dieser Glühbirne auf PCs, Handys und so weiter gekommen und hat die einfach alle gehackt. Das ist super gefährlich und echt nicht das, was ihr wollt. Also da werden eure Daten geleakt, da wird eure komplette Privatsphäre zerstört. Das ist sogar fast noch gefährlicher als das, was Amazon da macht. Seid da bitte vorsichtig. Also mit solchen Smart Home Geschichten ist nicht zu spaßen momentan. Gerade weil die auch alle sehr billig hergestellt werden müssen, weil sie sonst keiner mehr kauft. Auch Alexa ist super billig hergestellt. Gut, Amazon ist ein Anbieter, die können normalerweise IT-Sicherheit, aber gerade diese günstigeren Dinger, die sind oftmals nicht gut abgesichert. Deswegen überlegt euch zweimal, ob ihr wirklich sowas haben wollt, ob es wirklich so wertvoll ist, wenn man dann einmal kurz den Lichtschalter nicht von Hand umlegen muss. Habt ihr dieses Buch gehört? Und hier guckt dich jetzt ein sehr trauriger Edward Snowden an, weil hier ein Buch über Datenkraken über eine Datenkrake gehört hat. Das fand ich auch sehr lustig, weil ich dieses Buch extra im Laden gekauft habe und zwar mit Bargeld bezahlt habe, weil ich ganz anders paranoid bin. Er hat nicht immer hundertprozentig recht. Es gibt zum Beispiel keine 2 Nachttischlampen im Schlafzimmer, aber es gibt 2 Glühbirnen, die man unabhängig voneinander bedienen kann. Er kommt der Realität relativ nah. Ist das, wenn man irgendwas auf diese Einkaufsliste schreibt, muss man immer öffne, bring, füge sagen? Genau, das klingt wie so ein verkorkster Bibi Blocksberg-Zauberspruch. Das ist sozusagen ein Skill. Okay. Also das heißt, Bring ist so eine Art App, so eine Einkaufslisten-App. So. Und wir haben sozusagen alle diese Einkaufslisten-App auf dem Telefon. Und das heißt, wenn ich was auf die Bring-Liste schreibe, dann synchronisiert sich das auf allen Telefonen. Ja, man kann dann halt auch. Und wenn sich alles auf allen Telefonen synchronisiert und dieser eine Skill leider doch kaputt geht und exploitbar ist, dann hat man direkt den Angreifer auch wieder auf allen Geräten drauf und das ist natürlich gefundenes Fressen. Nur mal so hier. So schön ein bisschen sehen, wie wir uns so ernähren. Und? Sehr gesund. Ja. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was kann man eigentlich nutzen, um diesen Tag von euch so ein bisschen zu strukturieren? So, jeder Punkt ist hier ein Transcript, also eine Spracheingabe in Alexa. Und hier sehen wir immer die Uhrzeit, wann ihr das gemacht habt. Und das erste hier unten ist auch irgendwie immer Wohnzimmer an. So. Man sieht das, wenn man bis nachts wach sind. Genau. Ja, also das ist... Also man hat so ein richtiges, wie so eine Art Aktivitätsprotokoll, was man da so ein bisschen sehen kann. Genau, jetzt war hier nach der Kontaktsperre, wart ihr auch in Zeiten zu Hause, in denen ihr vorher anscheinend nicht zu Hause wart. Dann habe ich hier halt diese Lücken entdeckt. Oh Gott. Ja, natürlich, klar. Spannender Vortrag an der Stelle, schaut euch Spiegel Mining an. Die haben genau solche Metadaten auch analysiert. Das ist einer vom CCC, ich verlinke euch das gerne in der Beschreibung. Falls ich es vergessen sollte, bitte sagt es mir nochmal. Aber das ist im Endeffekt ein Vortrag gewesen, dort hat wirklich jemand einfach nur die Metadaten, wann Autoren einen Artikel bei Spiegel hochgeladen haben, hat der relativ genau untersucht und konnte dann noch rausfinden, zum Beispiel, wer hat was mit wem, ja. Also hat vielleicht irgendwie ein Kollege eine Affäre mit jemandem. Und das hat er einfach daran festgemacht, wann die gemeinsam Urlaub haben. Das könnte man hier auch wunderbar machen. Weil wenn die Urlaube wirklich immer genau aufeinander fallen, von 2 Leuten, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die was gemeinsam haben. Aber gut, das braucht man bei Alexa sowieso nicht. Da weiß man sowieso schon, wer alles im selben Haushalt wohnt. Wie gesagt, die Stimmanalyse kann man ja machen. Da kann man dann einfach sagen, hey, Stimmprotokoll, das ist sie jetzt. Weiß man sofort, ja. Irre. Ja, halt nicht nur der Tag, sondern auch, dass man so eine Spanne hat, jetzt über 6 Monate, wo man so eine Art Aktivitätsprotokoll machen kann.
Mein Tagesablauf, meine Routinen. Unheimlich und... Was mir gerade noch einfällt, sorry. Das Ding ist, also Amazon hält sich das ja offen. Das heißt, die sagen nicht, wir machen nur Spracherkennung mit diesem Machine Learning-Verfahren, sondern die halten sich das offen. Die sagen einfach nur, sie machen Machine Learning. Und Machine Learning und Big Data ist quasi alles. Ja? Das heißt, die sind nicht drauf festgefahren, was sie damit machen dürfen, sondern sie können quasi alles machen. Das heißt, sie behalten halt diese Rohdaten für ihre Machine Learning-Projekte. Und was sie dann am Ende damit machen, das halten sie sich erstmal noch offen. Das wird dann erst noch gemacht. Normalerweise machen die das zumindest so. Und klar, da kann natürlich dann auch noch zum Beispiel reinkommen, hey, jetzt fangen wir an mit diesem Machine Learning Projekt, wo wir zum Beispiel Personen des öffentlichen Lebens mit ihrer Stimme identifizieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Alexa hätte, könnte dann Amazon irgendwann abgleichen, okay, der ist bei YouTube, das ist der. Ja, dann könnten die direkt rausfinden, wozu gehört das, wenn ich jetzt so eine Alexa hätte. Irgendwie nicht so toll. Wer Smart Speaker benutzt, ist im Moment in einem Dilemma. Also ich kenne das ja von unserer Alexa oder auch von Hey Siri, aber auch von Google. Die sind einfach noch nicht perfekt. Ja? Die sind auch oft, die liefern nicht die richtigen Antworten und die brauchen noch ganz viel Training. Und das Tolle wäre halt jetzt, wenn nicht wir als, sage ich mal, Meerschweinchen in dem Käfig diese ganzen Daten liefern müssten, sondern es gibt andere Konzepte, wo du sozusagen die Daten, ich nenne es mal, hackstückst und dann die Hackstücke hochlädst, ja, und kommst zum gleichen Ergebnis, nämlich dass eine künstliche Intelligenz damit Sprache erlernen kann. Also meiner Ansicht nach ist es so... Naja, die Daten, die einfach so zugänglich sind, die hat Amazon ja eigentlich schon verwendet. Das bedeutet, wenn sie jetzt neue Daten haben wollen, also klar, sie haben schon alles möglich verwendet, wenn sie jetzt neue Daten haben wollen, müssen sie entweder an die Kunden rangehen und quasi denen ihre Daten abluchsen, die sie mehr oder weniger gratis bekommen, oder aber, und das ist die Alternative dazu, sie müssten hergehen und selber diese Daten produzieren. Das heißt, sie müssten ihre Mitarbeiter dafür bezahlen, dass die sich eine Alexa ins Wohnzimmer stellen und dort dann einfach die ganze Zeit diese Alexa benutzen und deren Daten werden dann ausgewertet. Aber so oder so, irgendwer muss diese Daten liefern. Und klar, ich meine, warum Mitarbeiter bezahlen, die das dann machen, während du auch einfach Privatleute dazu verwenden kannst. Ich meine, Alexa kriegst du momentan hinterhergeschmissen, die ist überall drin, ja. Und kostet auch nicht wirklich was. Und das ist genau der Grund dafür, weil man eben ansonsten Mitarbeiter bezahlen müsste. Wenn das jetzt nicht so gemacht werden würde, dann könnte man sich darauf einstellen, dass eine Alexa ungefähr das 5- bis 10-fache wahrscheinlich kosten würde. Locker, eher noch mehr. Weil so ein Verfahren ist wirklich, wirklich aufwendig zu entwickeln. Und die Daten sind, wie gesagt, hier das Wertvollste. Deswegen kann man hier einen Großteil des Kaufpreises einfach an die Kunden zurückgeben. Muss nur jedem klar sein, was er sich da ins Haus holt. Das ist im Endeffekt ein Trade-off. Möchte man das oder möchte man es nicht? Tu das Note, ja. Das war eine creepy Erfahrung. Meine Alexa gibt es noch. Ich habe wieder alle Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen auf maximal geschaltet. Und mich interessiert jetzt, wie macht ihr es? Blockt ihr alles weg? Habt ihr euch die Datenschutzerklärung überhaupt mal durchgelesen? Habt ihr euch eure Sachen mal angehört? Schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ihr noch mehr Videos gucken wollt, dann schaut was von meiner Kollegin Nadja, die hat sich undercover als Chatschreiberin versucht, oder von Mr. Übrigens, krasse Doku, kann ich empfehlen. Wahrheit über TikTok. Kann ich beide empfehlen. Ja, also schwierig. Wie gesagt, selbst wenn ich die Privatsphäre-Einstellung hier auf Maximum setze, wird das nicht wirklich was bringen, ehrlich gesagt, weil wir natürlich trotzdem irgendwie die Daten liefern müssen. Ansonsten passiert genau das. Das wird einfach sehr viel teurer werden. Ja, in dem Sinne danke ich euch, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ich möchte an der Stelle sagen, höchstwahrscheinlich wird das Video wieder geclaimed werden. Das heißt, also im Sinne von, wenn Werbung drauf ist, dann geht die direkt an die Macher von der Musik oder an Steuerung F, weiß ich nicht genau. Wobei Steuerung F schaltet an sich keine Werbung, also an die Macher von der Musik. Das heißt, wenn ihr Werbung hier drauf habt, dann beschwert euch nicht bei mir, sondern beschwert euch bei YouTube. Ich habe keinerlei Einstellungsmöglichkeiten. Das ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Und ich möchte auch nochmal Steuerung F wirklich Danke sagen für diese Doku. Die war wirklich wichtig und ich finde es gut, dass sie ihre Reichweite für sowas benutzen, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Ja, also geile Doku. Wie gesagt, lasst einen Daumen bei denen auch bitte da. Nicht nur bei mir, sondern vor allem auch bei denen. Ich will euch einfach nur ein paar mehr Einblicke geben zu dem, was die da auch gesagt haben. Und ja, dementsprechend war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.